Irgendwo in deiner Nähe existiert eine Kriegsanlage, die Deutschland bis heute verschweigt. Keine Schilder, keine Erklärungen, nur Zäune, Verbotsschilder und dahinter Jahrzehnte des Schweigens. 12 solcher Orte gibt es in Deutschland. Und heute zeige ich dir, was dort wirklich liegt. Fakt 1: Sprengstoff I am Grundwasser, Werk Reinsdorf bei Wittenberg. Wer durch das sachsen-anhaltische Reinsdorf fährt, sieht Wald, Birken, Kiefern, dazwischen ein paar rostige Zäune. Was er nicht sieht: darunter liegt einer der am stärksten mit Sprengstoff kontaminierten Böden Deutschlands. Die Westfälisch-Anhaltische Sprengstoff AG, kurz WASAG, betrieb hier ab 1912 und massiv ausgebaut ab 1935 eines ihrer zentralen Produktionswerke für militärische Sprengstoffe. Im Zweiten Weltkrieg produzierte das Werk auf Hochtouren mit Zwangsarbeitern aus besetzten Gebieten unter Bedingungen, über die man nach 1945 nicht mehr sprach. Nach Kriegsende gingen die Sowjets durch das Gelände, sprengten Teile, demontierten andere. Was blieb? Tief I am Boden eingelagerte TNT-Verbindungen, Dinitrotoluol, Ammoniumpicrat. Das Grundwasser in Teilen des umliegenden Gebiets ist bis heute belastet. Messungen aus den 2010R Jahren zeigten Nitratwerte, die das Zehnfache des Grenzwerts überschritten. Mehrere Kernbereiche des ehemaligen Werksgeländes sind dauerhaft gesperrt. Eine vollständige Bodenanalyse aller Produktionsbereiche existiert nicht. Das Werk läuft seit 80 Jahren nicht mehr. Der Boden trägt noch immer, was dort hergestellt wurde. Fakt 2: Die Reitschule der Wehrmacht. Kasernengelände Krampnitz. Keine 20 Kilometer nördlich von Potsdam, nahe dem brandenburgischen Ort Krampnitz, liegt eine der am besten erhaltenen verlassenen Militäranlagen Deutschlands. Und gleichzeitig eine der am wenigsten zugänglichen. Die Wehrmacht baute hier ab 1937 die Heeresreitschule Krampnitz, eine repräsentative Kasernenanlage für Kavallerie und später Panzeraufklärungstruppen mit Reitbahnen, Stallungen, Offizierscasino, Schwimmbad und einer Fahrhalle, die auch heute noch steht. Nach 1945 übernahm die Rote Armee das Gelände und betrieb es bis 1992. Bei ihrem Abzug hinterließen die Sowjets neben der Bausubstanz auch Treibstofflager, Chemikalienreste und eine Bodenbelastung, deren Umfang erst in späteren Jahrzehnten ans Licht kam. Heute ist das Gelände vollständig eingezäunt, der Zutritt verboten. Das Land Brandenburg und mehrere Investoren streiten seit Jahren über die Nutzung. Was in der Zwischenzeit passiert: die Bausubstanz verfällt, Decken brechen ein, Fenster fehlen, Keller stehen unter Wasser. Und unter diesem Wasser, in den Fundamenten, lagern nach Gutachteraussagen noch immer Schadstoffe aus beiden Nutzungsphasen, Wehrmacht und Sowjetarmee. Kennst du Orte wie diesen in deiner Nähe? Verlassene Kasernen, gesperrte Waldflächen, Zäune ohne Erklärung. Schreib's in die Kommentare. Mehr als du denkst, haben solche Orte eine Geschichte. Fakt 3: 50 Millionen Tonnen Schweigen. Truppenübungsplatz Münsingen. Auf der Schwäbischen Alb zwischen Reutlingen und Ulm liegt das ehemalige Truppenübungsgelände Münsingen. Über ein Jahrhundert lang, von 1895 bis 2005, wurde dieser Landstrich von Militärs genutzt, erst vom Königreich Württemberg, dann vom Deutschen Reich, dann von der Wehrmacht, dann von den Franzosen, zuletzt von der Bundeswehr. Jede dieser Nutzungsphasen hat Munition I am Boden hinterlassen. Schätzungen des zuständigen Kampfmittelräumdienstes Baden-Württemberg gehen von mehreren 10.000 Blindgängern aus, die noch I am Boden liegen, von der Kaiserzeit bis in die 1990er Jahre. Heute ist das Gelände offiziell ein UNESCO-Biosphärenreservat und steht unter Naturschutz. Das klingt nach Öffnung, es ist das Gegenteil. Der Naturschutzstatus bedeutet kein Betreten abseits der ausgewiesenen Wege. Wer vom Pfad abweicht, riskiert nicht nur eine Anzeige, sondern betritt Boden, den seit Jahrzehnten kein Räumkommando vollständig untersucht hat. Die Natur hat sich das Gelände zurückgeholt, doch was unter dem Gras liegt, ist noch immer da. Und noch immer scharf. Fakt 4: Bomben aus dem Forst. Mona Ahlhorn. In der Gemeinde Großenkneten I am niedersächsischen Landkreis Oldenburg liegt ein Waldgebiet, das auf den ersten Blick wie gewöhnlicher Forst wirkt. Lange Schneisen zwischen Bäumen, gerade Wege, ein paar alte Fundamente. Was man nicht sofort sieht: diese Schneisen waren Rollwege. Die schnurgeraden Wege sind Abstandsmarkierungen zwischen Bunkern.
Und die Fundamente sind die Reste einer Munitionsanstalt der Luftwaffe, die ab 1936 Fliegerbomben, Brandmunition und Sprengköpfe für die gesamte westdeutsche Luftwaffenregion vorhielt. Die Muna Ahlhorn, wie sie in Militärakten geführt wird, belieferte Kampfverbände in Frankreich, den Niederlanden und Norddeutschland. Nach Kriegsende übernahmen britische Besatzungstruppen das Gelände, räumten Teile, sprengten anderes und hörten irgendwann einfach auf. Was von diesen Räumarbeiten dokumentiert wurde, reicht bei weitem nicht an den tatsächlichen Umfang der Anlage heran. Forstbehörden stoßen am Bereich der alten Muna bis heute bei Rodungen und Tiefbauarbeiten regelmäßig auf Kampfmittel. 2021 musste ein Forstweg nach einem unerwarteten Fund für Wochen gesperrt werden. Das Gelände ist seit 80 Jahren kein Militärgelände mehr. Trotzdem ist es nie sicher geworden. Fakt 5: Fabrik I am Berg, Untertageverlagerung Dachs bei Kaufungen. Rund 10 Kilometer südöstlich von Kassel, am hessischen Kaufungen, liegt das Bilsteiner Kalksteingebiet. Wer dort wandert, stößt gelegentlich auf Stellen, wo ältere Kalksteinbruchkanten seltsam glatt aussehen, regelmäßiger als natürlicher Abbau es hinterlässt. Das sind keine natürlichen Gesteinsformationen. Ab 1944 ließen die Nationalsozialisten unter dem Tarnnamen Dachs ein unterirdisches Verlagerungswerk in den Kalkstein treiben, um dort Rüstungsproduktion bombensicher fortzuführen. 2 Tunnelsysteme, verbunden durch Querstollen, sollten auf einer Nutzfläche von mehreren tausend Quadratmetern Fertigungslinien aufnehmen. Zwangsarbeiter trieben die Stollen. Fertiggestellt wurde die Anlage nie. Der Kriegsausgang kam schneller, als die Planungen reichten. Nach 1945 wurden die Hauptzugänge gesprengt und zugeschüttet. Eine systematische Erkundung des Inneren hat bis heute nicht stattgefunden. Was in den unzugänglichen Bereichen noch vorhanden ist, lässt sich von außen nicht sagen. Historiker, die Anfang der 2000er-Jahre Zugang beantragten, wurden an verschiedene Behörden weitergeleitet, bis die Anfragen am Zuständigkeitsdickicht verschwanden. Fakt 600.000 Vergessene. Stalag XB Sandbostel. Im niedersächsischen Landkreis Rothenburg an der Wümme, nahe der Gemeinde Sandbostel, liegt ein Gelände, das zu den größten noch teilweise erhaltenen Kriegsgefangenenlagern Deutschlands gehört. Das Stalag XB Sandbostel nahm während des Zweiten Weltkriegs Gefangene aus fast allen von Deutschland besetzten Ländern auf: Polen, Franzosen, Briten, Belgier, Jugoslawen und ab 1941 Zoll besonders katastrophalen Verhältnissen Sowjetbürger. Über 300.000 Menschen durchliefen dieses Lager, Zehntausende starben hier an Hunger, Kälte, Seuchen und gezielter Vernachlässigung. Ein Teil des Geländes ist heute als Gedenkstätte zugänglich. Was nicht zugänglich ist, sind die ehemaligen Lagerbereiche östlich des Kerngeländes, wo sich nach Zeugenaussagen und archäologischen Voruntersuchungen weitere Massengräber befinden. Behörden haben entsprechende Grabungsanträge bislang nicht vollständig bearbeitet. Es gibt Familien in Polen, Russland und Frankreich, die bis heute nicht wissen, wo genau ihre Angehörigen begraben sind. Der Boden von Sandbostel weiß es. Gefragt hat ihn noch niemand vollständig. Fakt 7: Gift unter dem Salz. Schachtanlage Teutschental. Unter dem sachsen-anhaltischen Ort Teutschental, südwestlich von Halle, liegt ein Salzbergwerk, das nach außen wie eine gewöhnliche Industrieanlage wirkt. Was sich in seinen tieferen Schächten befindet, ist weniger gewöhnlich. Ab Ende der 1930er Jahre nutzte die Wehrmacht die bereits bestehenden Salzstollen zur Lagerung von Kriegsmaterial, darunter nach übereinstimmenden Einschätzungen mehrerer Historiker auch chemische Kampfstoffe, die in den oberen Ebenen des Bergwerks eingelagert wurden. Nach 1945 übernahmen die Sowjets, dann die DDR, die Anlage für eigene Lagerzwecke, ohne dass die ursprünglichen Wehrmachteinlagerungen vollständig erfasst oder entfernt worden wären. Eine Besonderheit dieses Standorts: 1996 kam es in einem benachbarten Schacht der gleichen Anlage zu einem schweren Bergschadensereignis. Absenkungen an der Oberfläche, Risse in Gebäuden, ein Vorfall, der die Stabilität der gesamten Untertagebereiche in Frage stellte. Was bei Notinspektionen in bestimmten abgesperrten Stollen gefunden wurde, ist in keiner öffentlichen Behördenakte vollständig beschrieben. Der Zutritt zu den betreffenden Tiefen ist seither untersagt. Fakt 8: Kautschuk aus Zwangsarbeit. Bunawerk, Schkopau. Im sachsen-anhaltischen Schkopau zwischen Meersburg und Halle
begann IG Farben 1936 mit dem Bau einer der größten Synthese-Kautschuk-Anlagen der Welt, das sogenannte Buna-Werk. Benannt nach dem dort produzierten synthetischen Kautschuk Buna, war für die Wehrmacht kriegswichtig. Ohne synthetischen Gummi keine Reifen, keine Dichtungen, keine Ausrüstung. Ab 1940 arbeiteten hier Zwangsarbeiter aus ganz Europa, ab 1942 auch KZ-Häftlinge. Die genaue Zahl der Menschen, die hier unter Zwang arbeiteten und starben, ist bis heute nicht abschließend dokumentiert. Nach Kriegsende übernahmen die Sowjets das Werk und betrieben es unter neuem Namen weiter. Die DDR führte es als volkseigenen Betrieb fort. Was auf dem Gelände zurückblieb? Böden, die mit Lösungsmitteln, Schwermetallen und Prozesschemikalien aus über 70 Jahren Industrieproduktion durchsetzt sind. Bestimmte Kernbereiche des Geländes sind für Unbefugte dauerhaft gesperrt. Anwohner, die in den 1990er Jahren auf unerklärliche Gerüche und Verfärbungen am Grundwasser hinwiesen, bekamen von Behörden zunächst keine konkreten Antworten. Die kamen später, aber nicht alle. Fakt: Neuen-Rheinmetalls geheimes Erbe, Heeresversuchsstelle Unterlüß. In der Lüneburger Heide, nahe dem niedersächsischen Unterlüß, erprobt Rheinmetall seit über 100 Jahren Waffen. Das Schießgelände, das hier existiert, ist eines der ältesten noch aktiven Rüstungserprobungsgebiete Deutschlands und eines der am wenigsten dokumentierten. Zur Wehrmachtzeit wurden hier Artilleriegeschütze, Panzerabwehrwaffen und schwere Haubitzen unter gefechtsnahen Bedingungen getestet. Was an Blindgängern, Schrapnell und Geschossresten am Boden zurückblieb, addiert sich über Jahrzehnte zu einer Belastung, die in keiner offiziellen Umweltakte vollständig erfasst ist, weil das Gelände nie einer öffentlichen Umweltprüfung unterzogen wurde. Es ist bis heute ein privates Betriebsgelände. Die Öffentlichkeit hat keinen Zugang, keine Einsicht in Messberichte, keine Informationen über Grundwasserwerte in der Umgebung. Als Journalisten einer niedersächsischen Regionalzeitung 2018 entsprechende Anfragen stellten, erhielten sie Antworten, die auf keine einzige konkrete Frage eingingen. Rheinmetall schießt noch immer. Was der Boden in Unterlüß in den letzten 80 Jahren aufgenommen hat, schießt nicht zurück. Noch nicht. Fakt: 10 Lager am Moor. Emslandlager Esterwegen. Im niedersächsischen Emsland zwischen Papenburg und Meppen liegt Esterwegen, ein Name, der in Deutschland weniger bekannt ist, als er sein sollte. Ab 1933, also schon wenige Monate nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten, entstand hier eines der ersten Konzentrationslager des Dritten Reichs mitten am Hochmoor. Später wurde Esterwegen in das System der sogenannten Emslandlager überführt, eine Kette aus 15 Lagern, die hier am Moor politische Gefangene, später Kriegsgefangene zur Moorkolonisierung einsetzten. Emslandlager waren für viele der erste und letzte Halt. Nach Kriegsende wurden die Anlagen teilweise abgerissen, das Land zum größten Teil in Acker- und Forstflächen umgewandelt. Heute existiert in Esterwegen eine Gedenkstätte. Was die Gedenkstätte nicht zeigen kann: das vollständige Ausmaß des unterirdischen Lagers, Fundamente, Kanalstrukturen, versenkte Materialien, das sich über das ursprüngliche Kerngelände hinaus erstreckt. Archäologische Prospektion hat in umliegenden Moorflächen wiederholt auf Befunde hingewiesen. Vollständig untersucht wurde bislang nichts davon. Das Moor behält seine Geheimnisse gut. Fakt 11: 3 Armeen, ein Boden. Artillerieschule Jüterboog. Rund 70 Kilometer südlich von Berlin liegt Jüterboog, eine kleine Stadt in Brandenburg, die man kennen würde, wenn man wüsste, was in ihrer unmittelbaren Umgebung geschehen ist. Auf einem Gelände, das sich über mehrere tausend Hektar erstreckt, übten nacheinander das Kaiserreich, die Wehrmacht und die Rote Armee ihren Umgang mit schwerem Gerät. Die preußische Artillerieschule war hier seit dem 19. Jahrhundert aktiv. Die Wehrmacht nutzte das Gelände ab 1935 intensiv für Geschütz- und Granaterprobung. Nach 1945 übernahmen die Sowjets und blieben bis 1994. Beim Abzug hinterließen sie nach Einschätzung von Bundesbehörden eine der schwersten Kombinationsbelastungen, die auf deutschem Boden bekannt sind. Kampfmittel aus 3 Epochen, Treibstoff CNI am Boden, radioaktiv kontaminiertes Material aus militärischen Messgeräten sowie Reste chemischer Substanzen in ehemaligen Lagerstollen.
Sanierungsversuche in den 1990er Jahren wurden nach kurzer Zeit eingestellt. Zu komplex, zu teuer, zu gefährlich. Heute ist das Kerngelände gesperrt, die Außenzonen werden von Wanderern genutzt. Und der Boden darunter trägt die Last von über 100 Jahren. Fakt: 12 Torpedos unter der Stadt. Marinearsenal Kiel-Wick. In Kiel, am Stadtteil Wick, liegt direkt an der Förde ein Gelände, das die meisten Kieler kennen und über das kaum einer spricht. Das Marinearsenal Kiel-Wick war das zentrale Lager und Instandhaltungsdepot der Kriegsmarine, zuständig für Torpedos, Seeminen, Geschütz und Sprengmunition für die gesamte deutsche Bucht- und Ostseeflotte. Die unterirdischen Lagerbereiche des Arsenals in den 1930er Jahren tief in den Festungskalkstein der Kieler Halbinsel gegraben, dienten bis Kriegsende als Speicher für Hunderte von Torpedos und Minenkörpern. Was nach 1945 geborgen wurde, ist in Archiven teilweise dokumentiert. Was nicht geborgen wurde, ist es nicht. Britische Räumkommandos, die das Gelände nach der Kapitulation inspizierten, notierten in ihren Berichten mehrere versiegelte Untergeschosse, zu denen kein Zugang gefunden werden konnte. Diese Notizen liegen am Bundesarchiv. Die Untergeschosse liegen noch immer da. Das Marinearsenal wird heute von der deutschen Marine genutzt, ist vollständig gesperrt und Anfragen nach dem Zustand der historischen Untergeschosse werden seit Jahrzehnten mit dem Hinweis auf laufende militärische Nutzung beschieden. Unter einer deutschen Großstadt direkt am Wasser liegt das, was die Kriegsmarine nicht mehr abholen konnte. Wenn dieses Video dir gezeigt hat, wie viel von diesem Land noch unaufgearbeitet ist, dann abonniere jetzt den Kanal. Nicht, weil ich das sage, sondern weil diese Orte jemanden brauchen, der weiter nachfragt. Drück auf die Glocke, damit du kein Video verpasst. Und schreib mir in die Kommentare, welcher dieser Orte liegt in deiner Nähe? Welcher hat dich am meisten überrascht? Ich lese jeden Kommentar. Und teile dieses Video, denn das Schweigen hört nicht von alleine auf.